Böse Zunge behauptet, dass Fritz Vochauer, Vater von Patrick, immer noch besser in Form ist als der Patrick. Stimmt das, Patrick Vochauer? Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Gute Frage. Er hat jetzt natürlich, durch das, dass wir auch viel trainieren, auch wieder intensiv angefangen zu trainieren, hat auch schon ein paar Jahre mehr Erfahrung. Und gerade so in den Langdistanzen, wenn wir jetzt zusammen an die Skitourenrennen gehen, spürt man dann schon wieder, dass er sehr fit ist. Also einfach gerade so nach mehreren Stunden immer noch gut dabei ist. Und er ist auch im Kopf sehr stark, kann gut beißen. Ich denke die Alben mehr noch, jetzt mache ich mal ein Päuschen oder jetzt gehe ich ein bisschen langsamer. Und er zieht halt voll durch. Und darum ist es extrem schwierig zu sagen, ob er fitter ist, weil wir wissen gar nicht, wo seine Limiten sind. Weil man kann pushen und er kommt mit und sagt, ja, jetzt mache ich den nicht mehr, aber er muss so viel beißen, dass er dann vielleicht am Schluss gleich wieder ein Ticken schneller ist. Aber schlussendlich kann man sagen, wir sind alle ungefähr gleich schnell, zwar ein bisschen in verschiedenen Sparten. Der Sepp ist schnell auf Kurzdistanz und mir liegt vielleicht die längere Distanz ein bisschen besser. Und so ergänzen wir uns recht gut und können an Wettkämpfen teilnehmen und alle auf gleichem Niveau oder sagen wir auf Augenhöhe ein Battlen. Und ja, das macht riesen Spass so und wir können einander auch vorwärts pushen. So. Das Highlight war sicher im Herbst, wo wir zusammen auf das Augstmatthorn sind. Das hat relativ früh schon geschneit und dort haben wir uns ein Ziel gesteckt. Und nachher sind wir an diesem Startplatz oben gewesen, und es hat wie von einer Minute auf die andere angefangen zu tun. Wir waren voll in den Wolken gewesen, und wir wussten, ja, es ist nicht dick, die Wolken, wir können fliegen, aber der Sepp war, ich und mein Vater. Und wir haben ein bisschen unterschiedliche Niveaus. Und da war es dann sehr cool, dass wir uns treu geblieben. Und mein Vater ist nachgelaufen, der Sepp und ich haben unterschiedliche Wege können fliegen. Und haben wir uns nicht getroffen. Und dann haben wir gleich so ein gutes Gefühl gehabt, gedacht, ja, nicht alles richtig gemacht. Dann sind wir zum Thomas Dörria, der uns hilft mit One-Day-Coaching. Sind wir zu dem ein Debriefing machen und haben alles nochmal analysiert und angeguckt. Und der hat uns dann so ein bisschen alles aufzeigen, wie wir es gemacht haben und was wir daraus lernen können. Und das war so unser erstes Training und der erste Schritt so Richtung ich selbst. Und das war so der Startpunkt für die ich selbst Vorbereitung. Und es war wirklich ein sehr spezieller Tag und ein schöner, lehrreicher Tag. Wir analysieren sicher sehr intensiv die Route analysieren, zusammen im Team, also der Vater, Sepp und ich. Mhm. Und wir tun uns eigentlich so vorbereiten, dass wir einen keinen Fixpunkt setzen, der abhängig ist, sagen wir jetzt mal vom Wetter. Weil wenn man jetzt sieht, man geht daher und dann geht man etwa dort her, dann ist es sicher am Rennen anders, weil das Wetter ist anders, als man denkt. Und so probieren wir uns irgendwie Entscheidungspunkte zu setzen, wo wir sagen, hey, wenn wir dort sind, dann gibt es bei diesem Wetter kann es diese Option geben, bei diesem Wetter kann es diese Option geben, dass wir so die verschiedenen Optionen haben und dann geht es wieder weiter bis zum nächsten Entscheidungspunkt. Und so haben wir irgendwie nur die Entscheidungspunkte, wo wir wissen, wenn wir im Rennen sind, wenn wir dort sind, müssen wir nachher entscheiden, gehen wir die oder die Variante. Und so sind wir relativ offen und können nachher situativ entscheiden. Und das gibt mir als Athlet auch eine rechte Sicherheit, dass wir uns nicht auf etwas fokussieren, das nachher im Rennen dann anders ist.